Oh, Mera Luna 2009. Es ist sau heiß. Wir haben uns jetzt hier in die Halle verkrümelt, aber hier ist trotzdem heiß. Und hier ist der Sven von Seraphin. Hallo. Hi, grüß dich. Du bist in offizieller Mission heute unterwegs? Ja, heute mal. Im Auftrag des Herrn? Nee, aber im Auftrag von Seraphin. Wie lange spielt ihr heute? Eine Stunde. Ja, 60 Minuten. Womit habt ihr euch das verdient? Mit wem habt ihr geschlafen? Mit gar keinem. Also natürlich nicht. Nein, keine Ahnung, wir spielen halt im Hangar und da halt als vorletztes und da haben wir halt so viel Zeit. Ja, Okay. ja, das ist dann, ja, ich finde ja die große Bühne ehrlich gesagt ein bisschen schicker, aber mein Gott, dafür können wir länger spielen. Aber Und ihr seid ja auch nicht so viele, nicht, dass ihr da noch verloren geht oder so. ach, ich glaube, das kriegen wir hin. Schon. Was gibt's Neues bei euch? Wir arbeiten an neuem Material und gehen dieses Jahr auf jeden Fall noch ins Studio, um ja, das neue Album zu machen und was dann irgendwann hoffentlich nächstes Jahr im Frühjahr oder so rauskommt. Wie lange arbeitet ihr schon dran? Oh, schon länger. Aber jetzt wird es langsam sehr konkret und so und ja, genau. Studio ist schon gebucht. Habt ihr sonst privaten Stress irgendwie, so, weiß nicht, mit den Dreadfuls und Seraphin und Nö, überhaupt nicht. Nö. Das passt alles super. Ja. ist das alles so gemanagt, wie es... Ja, mal besser, mal schlechter, keine Ahnung, Ja, aber dann es habt geht. ihr auch noch ein Solo-Projekt. Ja, Solar Fake, genau. Ah, Ja, also ich muss sagen, jetzt sind es insgesamt 9 Alben, die ich draußen habe. Da brauche ich schon mal so Spickzettel auf der Bühne, damit ich nicht durcheinander komme. Aber du könntest ja immer dieselben Texte verwenden. das ist ja langweilig. Das ist doch Quatsch. Mein Gott, nein. Wieso so viele Projekte? Ja, Shadows ist ja eine Altlast sozusagen. Das habe ich, also das ist nun mal, Naja, aber du machst es ja immer mal wieder. ja, aber nur live. Und dafür ist es super, weil das macht Spaß und das ist cool irgendwie. Das ist genauso auf dem Level, wie es sich eigentlich aufhalten sollte. Und naja, Seraphin ist halt meine Rockband und Solar Fake mein Elektro-Baby. Also das ist halt, ja, Kommt dann irgendwann noch die Klassikband dazu? Oder? auf gar keinen Fall, nee. Nee, das reicht jetzt auch wirklich. Also, Kommst du durcheinander in deinen Zeitplänen, was da alles so unter einen Hut zu bringen ist? eigentlich nicht. Jetzt ist gerade ein bisschen schon, weil ich mache jetzt europaweit den Support für VNV Nation, also in Europa, außer in Deutschland leider. Und genau innerhalb dieser Tour haben wir mit Seraphin ein Konzert. Das heißt, ich muss irgendwie von Wien nach Berlin fliegen, um dann dieses Festival zu spielen und dann wieder zurück nach Turin. Also das ist ein bisschen kritisch, aber geht. Wie schizophren muss man sein, um so viele Projekte zu vereinen? Und was du sonst noch so tust, so Gastsänger mal irgendwo und... Ja, die Gastsänger-Sachen, die sind nicht so tragisch, weil da ist ja nicht mit so viel Zeit verbunden. Ansonsten muss man halt schon einfach sich zumindest zweiteilen, muss man sich können irgendwie. Ja, aber heute bin ich ja der von Seraphin, insofern ist das alles schick. Hast du da auch zu Hause verschiedene Räume? Nee, das wäre aber eine gute Idee, wenn ich mal langsam drüber nachdenke. Ja, aber was steht noch an außer Album und jetzt ein bisschen live und... Naja, danach, also Solar nach dem Fake? Album dann live mit Seraphin und dann Solar Fake, ja, genau. Ja. Auch wieder was Konkretes? Naja, also ich werde jetzt halt, wenn wir mit den Seraphin-Songs und mit dem Studio fertig sind, anfangen an Solar Fake zu arbeiten wieder, damit es da auch weitergeht, weil das will ich auf jeden Fall weitermachen. Ja. Hast du auch irgendwann mal Urlaub? Nee, also schon, ich habe letztens mal überlegt, mein letzter Urlaub war Januar 2005. Ja. Vielleicht sollte ich noch eine Persönlichkeit annehmen, die dann Urlaub macht oder so. Die Urlaubsband. Genau, ja. Mit so Ballermann-Songs. Da kannst du dann im Sommer immer schön an Ja, schön nach Mallorca. Nee. Lassen wir. Das ist Quatsch. Okay, dann sind wir auch schon wieder eigentlich am Ende, wie es immer so ist, weil wir uns so oft in den Interviews sehen. Ja. Gibt es immer nicht so viel zu fragen. Ja, eben. Außerdem, wenn da nicht so viel passiert, also mit Seraphin zumindest hängen wir jetzt 3 Jahre schon, Ja. ja, sind wir im Verzug. Gut, dann warten Ja. wir mal noch auf die zukünftigen Persönlichkeiten. Ja, ich hoffe doch. Da wird schon noch eine dazukommen. Aber trotzdem viel Erfolg mit allen Projekten, die so am Laufen sind. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön. Bis bald. Danke dir.